Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben ein kleines Temperaturproblem an unserem Motor und hoffen, mithilfe diesem alten iPhone 5 dem Problem etwas auf die Schliche zu kommen. Was genau unser Problem ist, das erzählt euch jetzt Olli. Also folgendes Problem. Wir haben einen laufenden Motor mit einer Temperaturanzeige, die ein bisschen niedrig ist. Eigentlich kann man sagen, dass die ungefähr normalerweise fast so auf 12 Uhr steht, wenn das Boot warm ist, und jetzt ist es warm. Wir haben es gemessen, Marco hat es gemessen mit seiner Thermokamera. Voll geil. Das heißt, irgendwas stimmt nicht. Entweder ist der Temperaturfühler kaputt oder hat eine Macke, weil ein bisschen was zeigt er ja an, das haben wir auch gecheckt. Also ganz kaputt ist er nicht. Und weil die Temperatur ein bisschen erhöht ist, vielleicht ist das Thermostat geschlossen und öffnet nicht. Also den großen Kühlkreislauf. Und damit haben wir nur den kleinen Kühlkreislauf und damit wird das Boot vielleicht warm. Obwohl uns eine andere Anzeige angezeigt wird. Und wir haben heute noch einen Gast an Bord. Es gibt nämlich einen Olli und noch einen Olli. Und das ist eigentlich ein Segler und der denkt sich nur so, was haben die für Probleme mit dem scheiß Motor? Kauft euch doch ein Segelboot. Ganz genau, das denke ich. Olli, was ist deine Meinung zu Motorbooten? Ich habe den Jungs von vornherein gesagt, sie sollen sich ein Segelboot kaufen. Ne? Das hätte uns zwar heute angesichts der Windbedingungen auch nichts gemacht, aber jetzt doktern sie halt an ihrem Motor rum. Ne? Also, was soll ich dazu sagen? Ja, dafür habe ich umso mehr zu erzählen. Fangen wir doch einfach beim Motor an. So sieht das gute Stück aus und so ordnen wir die ganze Verrohrung, Verkabelung ein, die sich einmal komplett um dieses Monster herumschlängelt. Und wie Olli schon gesagt hat, haben wir mit der Thermalkamera nachgemessen, die übrigens auf einem alten iPhone 5 steckt. Und dabei haben wir direkt gesehen, dass die Temperatur rechts deutlich höher ist als links. Konkret heißt das, rechts rund 82 Grad Celsius, links 57 Grad Celsius. Oder kurz gesagt, rechts viel zu heiß, links viel zu kalt. Unser erster Test war damit gesetzt, was passiert eigentlich mit der Temperatur, wenn wir das Thermostat komplett ausbauen. Also Thermostat ausgebaut, somit ist der Kühlkreislauf offen und noch einmal nachmessen. Ergebnis, die Temperatur links und rechts sind jetzt fast identisch und liegen bei ungefähr 60 Grad Celsius. Und wie es so oft ist, hatten wir an diesem Tag leider kein passendes neues Thermostat parat. Also sind wir somit einfach direkt zum Seemannsgarn übergegangen und haben den Abend gemütlich ausklingen lassen. Ein paar Bierchen waren natürlich auch am Start und vielleicht sogar ein paar zu viele. Olli, was suchst du denn? Wo ist mein Schuh? Wo suchst du denn? Sag mal, was du suchst. Mein Schuh! Wie dein Schuh? Mein Schlappe. Ist das auch das möchte ich aber auch das, was im YouTube drin ist. Ja, klar ist es drin. Zweiter Tag. Der letzte Tag hat ja feucht fröhlich geendet. Jetzt haben wir all unsere notwendigen Ersatzteile besorgt. Und für heute steht an, hier das neue Thermostat einzubauen. Und wenn wir ganz viel Lust haben und Glück mit dem Wetter, dann haben wir hier auch einen neuen Temperaturfühler. Hallo. Und damit wir wissen, wie das alles funktioniert, ist Olli gerade dabei, im Internet nachzugucken, weil das ist genau das, was man macht. Vorher gucken und das dann richtig machen. Wetterbedingt gibt es jetzt eine kleine Zwangspause, aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Ne? Ja. Wie man sieht, es sieht richtig gut aus. Aber diesmal sitzen wir wenigstens Und wir haben das Boot zu. unterm Dach und das Boot ist auch zu. Eine Ewigkeit später. Ja, Regen ist rum. Weiter geht's. Das Schöne ist, wenn wir es falsch machen, können wir es alles schön dokumentieren. Thermostat drauf und der so, ne? Ja. Passt. Keine Angst, wir haben die Kontaktfläche nicht nur mit Ollis Finger gereinigt, sondern vorher natürlich die Reste der Dichtung abgekratzt. Warum? Motor läuft. Die Dichtung ist dicht und die Temperaturanzeige steht wieder da, wo sie hingehört. Auch die Temperaturen im Motor entsprechen dem, was man erwartet, und somit ist Zeit für ein... Also, Thermostat ist eingebaut, alles super geklappt, funktioniert, Temperatur ist Bombe und den Temperaturfühler
Machen wir das nächste Mal, im Winter wahrscheinlich, weil wir wollen jetzt einfach noch ein bisschen Spaß haben mit dem Boot. Kauf dir ein